Heute machen wir ein Hühnerfrikassee, das wirklich gelingt. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie ich es mache. Mit Tipps, die es einfacher machen und mit Dingen, die man besser sein lässt. Wir starten mit dem Huhn. Alles kommt gemeinsam in den Topf und wird ruhig angesetzt. Das Huhn muss dabei nicht komplett im Wasser schwimmen. Es reicht, wenn es nur teilweise bedeckt ist. So gart es unten im Wasser und oben im Dampf. Der Geschmack bleibt im Fleisch und der Fond wird intensiver. Jetzt erhitze ich alles langsam. Keine Hektik, keine hohe Hitze. Sobald sich Eiweiß an der Oberfläche zeigt, wird abgeschäumt. Das ist wichtig für Klarheit und einen sauberen Geschmack. Das Huhn darf jetzt ziehen. Keine Blasen, kein Kochen, nur leise Hitze. Gesalzen wird erst gegen Ende der Garzeit. So bleibt das Fleisch saftig und verliert keine unnötige Flüssigkeit. Nach dem Garen nehme ich das Huhn heraus und lasse es kurz abkühlen, bevor ich es weiterverarbeite. Wenn dir mein Video weiterhilft und du meine nächsten Gerichte nicht verpassen willst, gern abonnieren. Der Fond wird jetzt abgeseit und beiseite gestellt. Ich trenne das überschüssige Fett mit der Fettkanne. Die kann ich nur empfehlen. Den Link findest du in der Beschreibung. Und lasse die Brühe stehen, damit sie abkühlen kann. Die Karotten bereite ich separat vor. Fein würfeln, kurz blanchieren und anschließend abschrecken. So bleiben sie bissfest und behalten ihre schöne Farbe. Auch die Erbsen kommen separat. Ganz kurz blanchieren. Mehr brauchen sie nicht. Sie kommen erst ganz am Ende ins Gericht. Den Reis wasche ich zuerst gründlich. Ich spüle ihn mehrmals mit Wasser, bis das Wasser klar bleibt. So wird überschüssige Stärke entfernt und der Reis bleibt später locker. Danach koche ich den Reis klassisch in reichlich Wasser, offen. Wir kochen hier keinen Sushi-Reis. Der Reis soll locker bleiben und das Frikassee tragen. Fleisch vorbereiten. Die Keule zupfe ich. Die Brust schneide ich mit dem Messer, immer quer zur Faser. So bleiben die Stücke saftig, gleichmäßig und behalten ihre Struktur. Jetzt hacke ich noch die Petersilie. Damit sind alle Zutaten vorbereitet und wir können mit der Soße starten. Ich schmelze zuerst die Butter und arbeite das Mehl ein. So entsteht die helle Schwitze. Jetzt ist wichtig, der Fond muss kalt sein. Der kalte Fond kommt jetzt nach und nach zur Schwitze. So verbindet sich das Mehl sauber mit der Flüssigkeit und es entstehen keine Klumpen. Wenn heißer Fond auf die heiße Schwitze kommt, zieht das Mehl sofort an und die Soße klumpt. Das lässt sich später kaum noch korrigieren. Nachdem die Soße gebunden ist und ruhig köchelt, gebe ich jetzt die Sahne dazu. Klassisch kann man ein Frikassee mit Eigelb vollenden. Wenn ich aber weiß, dass ich das Gericht später noch einmal aufwärmen möchte, lasse ich das weg und bleibe bewusst bei der Schwitze. Zum Schluss wird abgeschmeckt. Mit etwas Zitrone, Salz, weißem Pfeffer und einem Hauch Muskat. Jetzt kommen Fleisch, Karotten und Erbsen in die Soße. Alles wird nur noch erwärmt, nicht mehr gekocht. Serviert wird klassisch mit Reis. Ruhig, ohne Schnickschnack. Wenn dir mein Video weiterhilft und du meine nächsten Gerichte nicht verpassen willst, gern abonnieren.